Hallo, ich bin Geshe Michael Roach. Und zuerst möchte ich sagen, herzlichen Glückwunsch zur Beendigung des Lamrim-Kurses. Es war ein langer Kurs. Und wir hatten richtig Glück, dass wir alle zu Hause bleiben mussten. Ich weiß gar nicht, schon fast 2 Monate daheim und habe das Haus seitdem auch nicht wirklich verlassen. Ich bin nicht einmal zur Aufnahme dieses Filmes ins Sedona College gefahren. Ich filme das zu Hause. Es war ein langes Retreat und ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber für mich war es eine gute Gelegenheit, ein Retreat zu machen. Um so ehrlich zu sein wie ihr, perfekt war ich nicht. Ich habe nicht den ganzen Tag meditiert. Ich habe auch viel Eis gegessen und zugenommen. Ich habe täglich ein bisschen Netflix geschaut. Aber generell war es wirklich eine wunderbare Zeit, in der wir das Glück hatten, dieses Lamrim-Retreat miteinander zu Hause machen zu können. Vor allem möchte ich all den Menschen danken, die geholfen haben, fast 100 Personen. Über 100 Leute haben mitgeholfen, dieses Lamrim-Retreat zu ermöglichen. Allen voran Tim Lowenhaupt in Sedona, Arizona. Er ist der Geschäftsführer von ACI. Er hat so hart gearbeitet. Also Leute, ihr alle solltet ihm ein Dankeschön senden und Glückwünsche. Er hat alles organisiert. Alle Ideen, wie wir diese Sache auf die Beine stellen konnten, kommen von ihm. Er hat einen großartigen Job gemacht, wirklich einen außergewöhnlichen Job. Das hat Menschen auf der ganzen Welt geholfen. Dafür bin ich ihm sehr dankbar. Und ich bin auch allen anderen sehr dankbar, den Übersetzerinnen und allen anderen, die rund um die Welt mitgearbeitet haben. Wie gesagt, ich glaube, das sind über 100 Freiwillige, die geholfen haben, das Lamrim weltweit zur Verfügung zu stellen. Viele Leute haben mir wunderbare Kommentare geschickt. Ich habe wunderbare E-Mails von sehr vielen Menschen bekommen. Danke dafür und dass ihr das Lamrim gemacht habt. Wir hatten großes Glück, dass das Thema dieses Lamrim Retreat Vergänglichkeit und Tod war. Und es war ein sehr, sehr großes Glück, denn viele Menschen haben Familienangehörige verloren. Viele Menschen haben Freunde verloren, wie sie mir geschrieben haben, und sie konnten dieses Lamrim anschauen. Und das Lamrim hat ihnen überall in der Welt geholfen, ihre Verluste und ihre Probleme zu überstehen. Also möchte ich mich nochmals bei ACI bedanken und bei Tim Lowenhaupt und allen anderen, die geholfen haben. Heute will ich alles nochmal zusammenfassen. Wir hatten vor einiger Zeit eine Frage-Antwort-Session, aber es gibt immer noch viele Fragen, die Menschen uns geschickt haben. Ich dachte mir, ich werde 5 oder 6 dieser Fragen aus der ganzen Welt behandeln und dann bekam ich eine besondere Anfrage von Tim, ob ich über die speziellen Konditionen reden kann, die wir brauchen, um Leerheit direkt zu sehen. Und was ist der beste Weg, damit wir wirklich eine Chance haben, Leerheit direkt zu sehen? Ich habe viel darüber nachgedacht, weil eine der allerwichtigsten Erfahrungen während dieser Zeit tatsächlich ist, alle Welten zu sehen, die es gibt, die zahllosen Welten, die es gibt und alle Wesen auf diesen Welten. Ich glaube, wenn du diese Erfahrung machst, wenn du diese Erfahrung einmal in deinem Leben gemacht hast, dann setzt sie alles, zum Beispiel Dinge wie dieses Virus, in eine ganz andere Perspektive. Du stehst dann diesbezüglich an einer anderen Stelle. Und ich glaube, es wäre wunderbar, wenn mehr Menschen die Leerheit direkt sehen könnten und solche Erfahrungen machen würden. Es verändert dein ganzes Leben komplett. Es verändert deine konkrete Einstellung zum Leben, wenn du weißt, dass dies nicht die einzige Welt ist. Wir sind nicht die einzigen Menschen, die diese Dinge erfahren. Und wenn du einem Buddha begegnest, wenn du erfährst, dass Buddha existiert, dann wäre das wirklich wunderbar. Also werden wir darüber sprechen. Wir werden über praktische Dinge reden, die du tun kannst, um diese Erfahrung zu machen. Also 2 Teile heute. Der erste Teil sind die Fragen, die wir aus den vielen Fragen ausgewählt haben.
Es tut mir leid, dass wir nicht alle Fragen beantworten können, die eingeschickt wurden. Aber wir haben versucht, unterschiedliche Fragen aus der ganzen Welt auszuwählen. Und dann in der zweiten Hälfte dieser Stunde werden wir darüber reden, wie du deine Chancen steigern kannst, Leerheit direkt zu sehen und diese direkte Erfahrung mit anderen Welten und erleuchteten Wesen direkt zu machen, was dein ganzes Leben verändern wird. Dinge wie das Virus werden eine andere Bedeutung für dich bekommen. Okay, hier ist die erste Frage und sie lautet: Vor einigen Jahren hatte ich eine Operation, bei der meine Gebärmutter entfernt wurde, aber ich konnte vorher einige Eizellen entnehmen lassen und nun habe ich die Chance auf eine Leihmutterschaft. Aber ich bin mir nicht sicher, ob dies das Richtige ist, weil es mir schien, als wäre diese Operation vielleicht ein Zeichen gewesen, dass ich keine Kinder bekommen und keine Familie haben sollte. Vielleicht sollte ich mich eher auf meine spirituelle Entwicklung fokussieren. Die ganze Erfahrung war psychologisch und emotional sehr schwierig für mich. Was sind die Samen, die ich pflanzen kann, um zu heilen? Ich habe über die Antwort nachgedacht und ich habe mich an einige Dinge erinnert. Kurz bevor ich in mein 3-Jahres-Retreat gegangen bin, ich glaube, ich habe diese Geschichte schon einmal erzählt, kurz vor meinem 3-Jahres-Retreat habe ich eine Rede gehalten. Ich glaube, es war in New York City. Jemand fragte mich zum Thema Abtreibung. Ich habe gesagt, also im buddhistischen Glauben, den alten Schriften, den Unterweisungen von Lord Buddha, da lautet die Definition von töten, einen Menschen oder einen menschlichen Fötus töten nach der Empfängnis. Also existiert im Buddhismus bereits zum Zeitpunkt der Empfängnis ein Wesen, ein Lebewesen. Ich selbst war auch einmal in eine Abtreibung involviert, als ich am College war. Also war dies für mich eine sehr wichtige Frage. Und deswegen sprach ich darüber vor meinem eigenen 3-Jahres-Retreat 2000 bei diesem Vortrag in New York. Nach dem Retreat, ungefähr ein Jahr danach, wurde ich gebeten, erneut nach New York zu kommen und noch einmal zu sprechen. Ich erinnere mich, dass es ein sehr schönes spirituelles Zentrum in Manhattan war. Ein großes Haus mit einem schönen Wartezimmer. Und ich saß da in einem sehr gemütlichen Sessel. Es war schön, das Sonnenlicht schien herein, ein sehr schönes Zimmer und dann erschien plötzlich dieses kleine Mädchen im Zimmer. Sie ging von der einen Tür zur nächsten und kam plötzlich herein. Ich weiß nicht, sie war vielleicht 4 oder 5 Jahre alt. Sie tanzte durchs Zimmer. Sie trug ein Ballettkleidchen oder so. Es war so schön. Es war wie eine Art mystische Erfahrung, dort zu sitzen und diese schöne, fast engelsgleiche Gestalt tanzt durch den Raum. Ich dachte mir, wow, ist das schön. Und dann kam ihre Mutter herein und ihre Mutter sah mich und sie, wow. Und ich, hallo. Und sie sagte, ich muss dir etwas sagen, Geshe Michael. Ich fragte, was denn? Und sie sagte, weißt du, kurz bevor du in dein 3-Jahres-Retreat gegangen bist, hast du einen Vortrag über Abtreibung gehalten. Damals war ich gerade schwanger und wegen dir habe ich nicht abgetrieben. Jetzt habe ich dieses Kind, das du gerade gesehen hast. Sie lebt wegen deiner Unterweisung. Sie ist das Kostbarste in meinem Leben. In meinem ganzen Leben ist sie das Kostbarste. Und ich möchte dir dafür danken. Und dann schoss mir dieser Gedanke in den Kopf und ich sagte, wenn ich in meinem ganzen Leben noch nie etwas Gutes getan habe, dann ist das die eine gute Sache, die ich getan habe. Mit Sicherheit habe ich jemanden sehr, sehr glücklich gemacht. Als ich meinen Lehrer zum Thema Abtreibung gefragt habe, hat er gesagt, 2 Dinge. Erstens,
Es ist eine seltsame Art des Tötens, denn die andere Person hat keine Chance, sich zu verteidigen. Wenn du zum Nachbarhaus läufst und versuchst, deinen Nachbarn zu töten, dann kann sich dein Nachbar wenigstens wehren und gegen dich kämpfen. Aber ein Kind in der Gebärmutter kann sich nicht selbst verteidigen. Und so war es seiner Meinung nach unfair, denn die Person hatte keine Chance, sich zu wehren. Und er sagte weiter, aber das Schlimmste daran ist, du verhinderst, dass dieses Wesen einen menschlichen Körper erlangen kann. Das hatte ich zuvor noch nie so gehört. Und er sagte weiter, ja, es gibt jemanden, der diesen Körper brauchen kann. Jemanden, der diesen menschlichen Körper wirklich braucht. Und wenn es selbst nur für ein einziges Wesen die Möglichkeit gibt, einen menschlichen Körper zu erlangen, wenn du die Ursache dafür sein kannst, dass selbst nur ein einziges Wesen einen menschlichen Körper bekommt, dann ist das sagenhaft. Das ist das größte Geschenk, das du einem Menschen, jeglichem Wesen, jeglichem Lebewesen machen kannst, ihm zu einem neuen Körper verhelfen. Ich habe mich an diese beiden Dinge, die er damals gesagt hat, erinnert, als ich diese Frage gelesen habe. Viele Menschen sagen, wenn etwas schief läuft, zum Beispiel wenn ein Kind stirbt oder so etwas in der Art, vielleicht ist das ein Zeichen, dass ich keine Familie haben darf und stattdessen ein spirituelles Leben führen sollte. Hier steht, soll ich mich stattdessen auf meine spirituelle Entwicklung konzentrieren? Meine Antwort ist, genau das Gegenteil. Mein Lehrer hatte einen weiteren Schüler, der war oft wütend und unglücklich und machte meinem Lehrer viele Probleme. Ich habe ihn beobachtet. Er half diesem Schüler, einen Partner zu finden und machte den beiden irgendwie Mut zu heiraten. Sie bekamen ein Kind. Nach der Geburt habe ich miterlebt, wie sich diese Person komplett verändert hat. Diese Person kannte alle Schriften, alle Lamrims und war ein sehr guter Schüler. Aber als das Kind dann da war, hat es dieser Person Mitgefühl beigebracht, denke ich. Und ich bin mir sicher, dass mein Lehrer das Ganze geplant hatte. Deshalb meiner Meinung nach, wenn du dich dafür entscheidest, ein Kind zu bekommen und wenn du daran glaubst, dass dein Leben so sein wird, dass es gut für dich wäre, dann denke ich, dass das eine wunderbare spirituelle Praxis wäre, eine sehr tiefe spirituelle Praxis. Sie passt sehr gut zur Bodhisattva-Tradition. Übrigens wird Lamrim Retreat 36 im Juli stattfinden. Auch dieses Retreat wird wieder online stattfinden, weil wir immer noch nicht wieder reisen können. Und dann werden wir über Bodhicitta reden. Bodhicitta bedeutet, der wahrhaftige Wunsch, allen Lebewesen zu helfen. Wenn du Leerheit direkt sehen kannst, dann ist dein Bodhicitta eine komplett andere Erfahrung. Darüber werden wir dann reden. Aber meine Meinung ist, wenn du ein Kind bekommst, und das trifft nicht für alle zu, ich zum Beispiel habe keine Kinder, aber wenn du ein Kind hast, wenn du die Möglichkeit hast, ein Kind zu bekommen, dann kann es eine sehr hohe spirituelle Praxis sein, eine wirklich sehr gute spirituelle Praxis für dich. Ich würde sorgfältig darüber nachdenken. Es ist eine sehr große Verantwortung, aber ich glaube, es kann dein Herz enorm öffnen. Und ich würde nicht an ein Zeichen glauben, nur weil du diese Operation hattest, dass du kein Kind haben solltest. Ich glaube, wenn wir so leben würden, würden wir gar nichts mehr machen. Wenn du dir also ein Kind wünschst, dann denke ich, sei mutig und mach es zu deiner spirituellen Praxis.
Praxis. Es ist definitiv eine spirituelle Praxis, die du tun kannst. Was sollte ich also machen? Welche Samen kann ich pflanzen, um diese Operation zu verarbeiten? Diese Frage zu dieser Operation wird mir sehr oft gestellt. Ich erinnere mich, vor über 20 Jahren kam jemand aus Irland zu mir. Ich lehrte damals gerade in Wien. Dort bin ich gefragt worden, wie kann ich heilen nach so einer Operation, so einer Erfahrung? Ich habe beide, Ehemann und Ehefrau, aufgefordert, sich als Freiwillige in einem Krankenhaus zu engagieren, einer Kinderklinik. Heutzutage ist das schwieriger. Man muss wahrscheinlich eine Ausbildung absolvieren, Genehmigungen einholen, Sicherheitsfragen beantworten. Aber wenn du Gelegenheit hast, in einer Kinderklinik als Freiwillige zu arbeiten, und natürlich wirst du nicht als Arzt arbeiten, nicht mal als Schwester, sie werden dich bitten, den Boden aufzuwischen oder so ähnlich. Und die beiden haben das gemacht. Einmal pro Woche, am Wochenende. Sie hatten richtig viel zu tun, sie hatten ihr eigenes Geschäft. Aber am Wochenende haben sie immer in der Kinderklinik als Freiwillige gearbeitet. Und dann haben sie mit den Eizellen der Frau ein weiteres Kind bekommen, ein zweites Kind. Und ich erinnere mich, sie haben es Angel genannt. Angel, so wunderschön. Deshalb halte ich das für eine wunderbare Sache, sich freiwillig zu engagieren für Kinder. Ganz besonders für Kinder, denen es nicht so gut geht. Ich habe meinen Lehrer gefragt, ich wollte die schlechten Samen meiner Abtreibung im College bereinigen. Er hatte mich ermutigt, eine Dharma-Kindergruppe zu starten, und das haben wir gemacht. Und bei jedem Treffen war immer ein Elternteil dabei. Wir haben das 15 Jahre lang gemacht und es war eine großartige Gruppe, eine großartige Gelegenheit. Und ich denke, das hat meine Samen verändert. Ich glaube, ich habe wunderschöne Samen dadurch bekommen. So würde ich mit deinem Problem umgehen. Hier ist eine andere Frage aus Taiwan. Diese Person hat Vipassana-Meditation studiert und auch Niguma-Yoga gemacht. Und weil alle Meditationsstudios jetzt geschlossen sind, konnte sie nicht mehr in ihrer Gruppe meditieren und hat deshalb den Online-Kurs begonnen. Und in diesem Online-Kurs zum Rat des Lebens hat sie neue Meditationen gelernt, die sich wie die Vipassana-Meditationen anfühlen, die sie immer macht und die sehr hilfreich für sie sind. Und diese Person hat das Gefühl, dass die Meditationen, die sie im Lamrim, im Kurs zum Rat des Lebens gelernt hat, auch sehr hilfreich sind. Und deshalb fragt sie, ob diese beiden Arten von Praxis zueinander in Konflikt stehen und ob sie beide praktizieren kann. Das ist eine schöne Frage. Ich habe das Meditieren in Asien gelernt. Meine ersten Meditationserfahrungen habe ich in Asien gemacht. Mit ungefähr 50 Mönchen hatte ich die Gelegenheit, einen 10-tägigen Meditationskurs zu besuchen. Es hieß, der Lehrer sei sehr gut, er stammt aus Burma. Er war Geschäftsmann gewesen und hatte Meditation studiert. Und einer der Mönche, der Anführer der Mönche, hat gesagt, ich glaube, er unterrichtet sehr schöne Meditation und ich denke, wir sollten alle hingehen. Also sind wir hingegangen, 50 Mönche zu einem 10-tägigen Kurs. Der Lehrer war Goenka, der Begründer der Vipassana-Meditation. Ich hatte das Glück, dass meine erste große Meditationserfahrung ein 10-Tage-Kurs mit Goenka war, ein typischer Vipassana-Kurs in Stille, keine E-Mails etc. Es war eine wunderbare Erfahrung für mich
Sie hat mich wirklich den Wert der Meditation gelehrt und ich glaube, auch für die meisten anderen der teilnehmenden Mönche war es wunderbar. Dann ist er gestorben, aber sein Vipassana-System wird immer noch gelehrt. Ich finde es wunderbar, ich halte es für eine großartige Einführung in die Meditation. Ich finde es schön, es kann sehr hilfreich sein, zu lernen, wie man sitzt und sich konzentriert. Ich denke an John Brady, den Geschäftsführer unserer Input-Projekte, in denen wir alte Schriften retten. Übrigens engagierte auch Goenka sich stark in der Rettung alter Schriften. Und als ich John Brady traf, studierte er Zen-Meditation. Er hatte bei einem der besten Zen-Meister in den USA studiert, einem japanischen Lehrer, und hatte immer das Gefühl, dass das Johns Meditationspraxis sehr geholfen hat, dass er gelernt hat, wie man sitzt, wie man seinen Geist fokussiert, und dann kam er zum ACI. Er studierte das Lamrim und er lernte die Inhalte. Ich denke, Vipassana und Zen oder TM, transzendentale Meditation, die können meiner Meinung nach sehr gut sein, um zu lernen, wie man seinen Geist fokussiert und still sitzt. Dafür sind sie wirklich sehr wertvoll. Es ist, als würde man ein sehr gutes Mikroskop oder Teleskop entwickeln. Es hilft dir, dein Instrument zu erschaffen. Und dann sagen die Lamrim-Lehrer, Tsongkhapa und all die anderen, da musst du aber auch etwas vor dein Teleskop stellen. Es bringt nichts, ein Teleskop einfach nur daheim zu haben, wenn du nichts hast, das du damit anschauen kannst. Ich glaube, all diese Traditionen, Vipassana, Zen, TM, können dir helfen, dein Teleskop zu entwickeln, deine Fähigkeit zur Fokussierung deines Geistes. Es ist dann wirklich sehr wichtig, das Lamrim zu studieren, damit du etwas hast, das du damit betrachten kannst. Genauso wie bei den Sternen im Himmel. All diese Inhalte, all diese Themen im Lamrim sind wie die Sterne im Himmel. Unglaublich, einfach unvorstellbar. Daher denke ich, es ist eine gute Kombination, lernen, den Geist zu fokussieren, den Geist fest auszurichten und dann das Lamrim lernen, wodurch du etwas bekommst, worauf du fokussieren kannst. Es gibt Meditationstraditionen und ich habe schon viele Yoga-Klassen in der ganzen Welt besucht. Als ich vor genau 20 Jahren mit dem Yoga begonnen habe, habe ich meinem Yogalehrer gesagt, ich reise sehr viel. Daher weiß ich nicht, ob ich es schaffe, jeden Tag Yoga zu machen. Und die Antwort war, nein, das ist perfekt, Geshe Michael. Wenn du viel reist, dann such jedes Mal, wenn du in eine neue Stadt kommst, im Internet ein Yoga-Studio in der Nähe und mach eine Klasse dort. So bekommst du einen großartigen Yoga-Hintergrund. Du wirst überall in der Welt bei guten Lehrern studieren. Und das wird dir die Gelegenheit geben, das Yoga zu finden, das wirklich zu dir passt. Diesen Rat habe ich befolgt. Ich habe hunderte Yoga-Einheiten absolviert, überall in der Welt. Bei einigen der besten Yoga-Lehrer der Welt und bei einigen der schlechtesten. Und ich kann sagen, es gibt viele seltsame Meditationen. Viele Leute, die Yoga unterrichten, hatten nie eine richtige Meditationsausbildung. Sie lernen irgendeine Art von Meditation, die meiner Meinung nach leider oft nicht zu einer starken Tradition gehört. Wenn du also noch nicht meditierst oder wenn du noch keine gute Tradition gefunden hast, dann denke ich, ist die Lamrim-Meditationstradition extrem gut und extrem wichtig. Und wir werden darüber sprechen, wie du sie nutzt, um Leerheit zu sehen. Denn du brauchst dieses Teleskop, um Leerheit direkt zu sehen.
Und ich denke nicht, dass du das einfach so erreichst. Zum Beispiel mit einer 5-Minuten-Meditation vor dem Yoga im Yogastudio. Das reicht nicht, das ist nicht genug. Für die allerwichtigste Sache überhaupt. Aber wenn du bereits einen guten Vipassana-Hintergrund hast, dann kann es sehr hilfreich sein. Nutze das, entwickle dein Teleskop und dann musst du es für etwas Wichtiges verwenden. Du musst es für etwas verwenden, was dir und andere helfen wird, auf ultimative Weise. Und das ist das Lam Rim. Diese Art von Sternen habe ich in keiner anderen Meditationstradition erlebt. Ich habe diese Art von Meditationsobjekten in keiner anderen Meditationstradition erlebt. Aber du kannst das Instrument schärfen in anderen Traditionen und es dann so in deine Lam Rim-Praxis einbringen. Hier kommen nun ein paar Fragen aus Vietnam, 3 großartige Fragen. Ihr Leute aus Vietnam, ihr seid toll. Ich kenne Herrn Bing und Herrn Wing. Viele Leute unterrichten in Vietnam andere. Ich finde es großartig, wie stark die Vietnam-Gruppe geworden ist. Über 10.000 Leute und eure Praxis klingt super. Jedes Mal, wenn ich dort bin, ist es großartig. Hier kommt die nächste Frage. Du hast darüber gesprochen, dass jeder ein Buddha werden will. Und du hast über das Karma gesprochen, das wir pflanzen müssen, um ein Buddha zu werden. Aber im normalen Alltag müssen wir andere Dinge tun, zum Beispiel Geld für die Familie verdienen, uns um die Gesundheit der Familie kümmern und um unsere eigene Gesundheit. Wir haben Beziehungen, um die wir uns kümmern müssen. Daher meine Frage, wenn ich ernsthaft erkrankt bin oder finanzielle Probleme habe, sollte ich mich dann auf diese Probleme konzentrieren und sie erst reparieren? Oder sollte ich mich besser darauf konzentrieren, ein Buddha zu werden und das als Hauptfokus setzen? Oder kann ich beides gleichzeitig tun? Meine Antwort, besonders in Bezug auf die höheren Lehren, und darüber werden wir noch sprechen, in den höchsten Lehren des Buddhismus, Vajrayana, der Diamantweg, da wird uns beigebracht, alles für unsere Praxis zu nutzen. Finanzielle Probleme, Viren überall in der Welt, sich um die Familie kümmern. Während dieser Viruskrise ist bei mir daheim etwas sehr Trauriges passiert. Wir hatten viele Jahre lang einen Hund und er ist in dieser Viruszeit gestorben. Nicht am Virus, er war einfach sehr alt. Und das war wirklich sehr traurig, extrem traurig, sehr schwer für mich und Veronika. Die höchsten Lehren des Buddhismus, die Diamantweg oder Vajrayana genannt werden, sind sehr spannend. Denn sie entstanden, als wichtige Geschäftsleute und Politiker zu Buddha kamen und fragten, kannst du uns eine Art Buddhismus beibringen, die uns hilft? Wir haben nicht die Zeit, Mönche zu werden. Wir können nicht im Wald sitzen und meditieren. Wir müssen uns um unsere Familien kümmern. Wir müssen uns um unser Geschäft kümmern. Wir kümmern uns um ganze Länder, ganze Städte. Kannst du uns eine Art Super-Buddhismus beibringen, wie wir ein Buddha werden können, ohne Mönch werden zu müssen, als Familienmensch, als Geschäftsmann oder Politiker? Gibt es auch für uns eine Möglichkeit, ein Buddha zu werden? Und Buddha gab ihnen diese unglaublichen Vajrayana-Lehren oder auch Diamantweg genannt. Und wenn du immer weiter studierst, wirst du zum Beispiel über andere Studierende lesen, zum Beispiel die Schüler, die den Buddha baten, sie das Diamantschneider-Sutra zu lehren. Einer von ihnen war ein erfolgreicher Geschäftsmann,
ein anderer war ein Politiker und der Buddha gab ihnen die meiner Meinung nach kostbarste Unterweisung, die er jemals gab, das Diamantschneider-Sutra, hauptsächlich wegen dieser beiden. Ja, der Buddhismus ist nicht nur für Mönche und Nonnen. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, dass wir das glauben. Ich glaube nicht, dass der Buddha es so gemeint hat. Dem Buddha ging es darum, dass du insbesondere den Diamantweg betreten kannst, die höheren Unterweisungen und dich dennoch noch um eine Familie sorgen, dich mit den Finanzen herumschlagen kannst. Heute Morgen habe ich viel Zeit im Internet verbracht, um online einkaufen zu lernen, weil ich das Haus nicht verlassen darf. Jetzt bin ich also zuständig für die Lebensmitteleinkäufe unseres Haushalts, weil Veronika es online nicht kann. Das ist sehr lustig und ich lerne viel. Erst studiere ich Chandrakirti, dann studiere ich Guna Prabha und dann ein bisschen Vasubandhu und dann erledige ich die Online-Einkäufe. Und das passt alles prima zusammen, wirklich. Denk also nicht, es gäbe ein normales Leben und ein spirituelles Leben. Und die beiden wären voneinander getrennt. Wenn du so denkst, versäumst du eine großartige Gelegenheit, ein Buddha zu werden. In der normalen Welt zu leben, ist womöglich die beste Gelegenheit, ein Buddha zu werden. Eine Familie, einen Job haben, ist wahrscheinlich die beste Gelegenheit, ein Buddha zu werden. Besonders wenn du in die höheren Lehren eintreten kannst, Vajrayana oder Diamantweg. Die nächste Frage aus Vietnam. Wie komme ich zu diesen höheren Lehren, den Diamantweg-Lehren? Es gibt 3 Voraussetzungen für die geheimen Lehren. Die 3 sind sehr berühmt. Ich habe sie erst vor ein paar Tagen gelehrt. Sie sind also noch präsent in meinem Geist. Du musst das Lamrim lernen. Du musst das Lamrim meistern. Das entspricht den 18 ACI-Kursen. Du musst damit beginnen. Es ist sogar unabdingbare Voraussetzung. Du darfst die höheren Lehren nicht beginnen. Du darfst nicht in diese Lehren eintreten, solange du das Lamrim nicht gemeistert hast. Du musst das Lamrim nutzen, um deinen Geist weich zu kneten. Du musst ihn weich und breit machen, damit er die höheren Unterweisungen aufnehmen kann. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite ist, innere geheime Zeremonie, gewidmet dem Diamantweg. Menschen, die ihr Lamrim-Studium abgeschlossen haben, ihre 18 ACI-Kurse, erhalten 4 verschiedene Segnungen in 4 verschiedenen Zeremonien, in denen sie 4 Samen erhalten, die in ihrem Geist gepflanzt werden. Du kannst das auch eine Ermächtigung nennen, aber sie hat 4 verschiedene Teile. Und jeder dieser Teile der Ermächtigung erschafft einen Teil des Buddhas. Und wenn du diese 4 Samen erhältst, dann kannst du in diesem Leben ein Buddha werden. Es ist also sehr wichtig, das Lamrim abzuschließen. Schon viele Leute haben zu mir gesagt, Geshe-la, ich habe keine Zeit, die 18 Kurse zu machen. Ich will diese 18 Kurse nicht machen. Kann ich nicht einfach mit dem Superbuddhismus anfangen? Kann ich nicht mit dem Diamantweg anfangen? Und in einigen wenigen Fällen in meinem Leben dachte ich, ja, diese Person scheint besonders zu sein. Ich werde es versuchen und diese Person mit den Diamantweg-Lehren beginnen lassen.
was übrigens weitere 18 Kurse sind. Weitere 18 Kurse im ACI-Lehrplan. Es gibt 18 Grundlagenkurse, von denen viele von euch bereits gehört haben, und dann gibt es 18 höhere Kurse, für die diese Art von Vorbereitung erforderlich ist. Ich habe also einigen wenigen erlaubt, diese Kurse zu machen bzw. daran teilzunehmen, ohne vorher die 18 ACI-Kurse beendet zu haben. Jetzt bin ich 67 Jahre alt. Ich unterrichte seit fast 50 Jahren. Und ich kann sagen, dass von den Leuten, die sich nicht mit den 18 Kursen, den 18 ACI-Kursen vorbereitet haben, 9 von 10 gescheitert sind. Sie scheitern in den Diamantweg-Kursen. Ich kann das aus jahrelanger Erfahrung sagen. Ich helfe dir nicht. Und es ist auch nicht gut für dich, wenn ich dir so etwas wie eine Abkürzung geben würde. Wenn ich sagen würde, du musst die 18 Grundkurse nicht machen. Du musst sie machen. Dann wirst du Erfolg haben. Dann kannst du mit den Diamantweg-Unterweisungen beginnen und du wirst Erfolg haben. Und jetzt fragt jemand, wie bekomme ich diese Lehren, wenn ich die 18 ACI-Kurse beendet habe? Dann sprich mit deinem ACI-Lehrer oder schreib Tim Lowenhaupt in der ACI-Zentrale. Aktuell ein Homeoffice. Viele Menschen in vielen Ländern haben gesagt, wir sind bereit, zum Beispiel in Mexiko. Dort gibt es eine großartige ACI-Gruppe, die dort die 18 Kurse absolviert hat. Dann haben sie sich mit dem Homeoffice in Verbindung gesetzt und gefragt, können wir hier bei uns Diamantweg-Kurse bekommen? Tim hat das eingefädelt und sie sind großartig. Diese Studenten sind wirklich erfolgreich in den Diamantweg-Kursen. John Brady war dort, Venerable Ellie fährt hin, Tim war dort. Viele Leute lehren dort Diamantweg-Kurse. Schließe also deine 18 ACI-Kurse ab. Wenn du das gut machst, wirst du genug gute Samen haben, dass Tim auch dir einen guten Diamantweg-Lehrer schicken muss. Eine Frage noch, eine letzte Frage noch. Eine letzte Frage, und die ist tatsächlich aus Mexiko. Wenn wir eine ACI-Meditation machen, dann gibt es diese 7 Vorbereitungsschritte. Und wenn ich diese 7 Schritte mache, dann verliere ich persönlich manchmal den Überblick. Während ich meinen Atem beobachte, fängt mein Geist an zu wandern. Es fällt mir schwer, zum Beispiel soll man bei einem dieser Schritte dem Lehrer eine Darbringung machen. Wenn ich Geshe Michael im Lam Rim Video folge und er 5 Minuten da sitzt und seinem Lehrer wohl Darbringungen macht, dann verliere ich den Anschluss. Und 4 oder 5 Minuten denke ich gar nicht richtig an die Darbringung für meinen Lehrer. Das erinnert mich an einen Lehrer, den ich kenne. Er ist ein unglaublicher Lehrer. Ich habe viele Unterweisungen von ihm bekommen. Wenn er in ein Flugzeug steigt, dann startet das Flugzeug und nach einer halben Stunde wird das Essen für alle serviert und er fliegt viel. Und ich habe mit seinem Assistenten gesprochen und er hat gelacht, weil ich gefragt habe, wie macht er eigentlich seine Essensdarbringung? Welche Gebete verwendet er? Denn es gibt viele berühmte Gebete zur Widmung der Speisen. Und ich wollte wissen, welche Gebete mag er gerne? Und sein Assistent hat gelacht. Er hat gesagt, du willst nicht mit ihm im Flugzeug sitzen. Mach das nicht, Geshe Michael. Und ich frage, warum nicht? Und er hat geantwortet,
Wenn es ein 2-Stunden-Flug ist, dann bringen sie nach einer halben Stunde das Essen und er beginnt mit den Gebeten. Er fängt an, sein Essen darzubringen und ich bin sein Assistent und sitze neben ihm. Auch ich muss mich auf die Darbringungsgebete konzentrieren und er braucht 1,5 Stunden für die Gebete. Und so lange essen wir auch nichts. Und die Stewardess kommt und sagt, wir landen jetzt. Ich muss das Essen mitnehmen. Tut mir leid, dass Ihnen das Essen nicht geschmeckt hat. Mein Freund meint, ich habe keine Ahnung, wie er es schafft, sich 1,5 Stunden ausschließlich auf die Darbringung dieser Spaghetti oder was es sonst ist, zu konzentrieren. Ich weiß nicht, wie er das macht. Das ist also meine Antwort darauf, was du machen kannst, wenn du mit den 7 Vorbereitungen fertig bist und noch Zeit übrig hast. Wenn ich einem anderen Lehrer folge, der eine Meditation anleitet, dann steige ich einfach tiefer in die Darbringung ein. Zum Beispiel fange ich damit an, meinem Lehrer vielleicht ein Stück Obst in meinem Geist darzubringen. Mein Lehrer mag Obst. Im Geist bringe ich einen Apfel dar und ich stelle ihn mir vor und mache ihn schön und bringe diesen Apfel dar. Und wenn die Person, die die Meditation anleitet, danach immer noch bei der Darbringung ist, dann fange ich mit der Samantabhadra-Darbringung an. Dabei bedeckst du den ganzen Himmel mit Rosen und anderen Blumen, Lotusblüten. Und ich bedecke jenen Teil des Himmels, sagen wir über Russland. Und wenn ich damit fertig bin, bedecke ich den Himmel über Vietnam. Und wenn ich damit fertig bin, mache ich weiter mit dem Himmel über Mexiko. Dann nehme ich andere Blumen. Du kannst in einer Meditation immer tiefer gehen. Ich denke, es ist wichtig, nicht zuzulassen, dass dein Geist seinen Fokus auf die Darbringung verliert. Vertiefe ihn immer weiter und immer detaillierter. Wenn ich den Löwentanz mache und an mein vergangenes Leben denken soll und fertig bin, ich habe mein vergangenes Leben gefunden, ich denke daran, ich sehe die Person klar im Geist, was sie tut, ist klar und jetzt warte ich, dass der Lehrer weitermacht und ich habe noch Zeit, dann gehe ich tiefer. Du musst das lernen. Geh tiefer. Fang nicht an, vor dich hin zu träumen. Denk nicht ans Mittagessen. Steig tiefer ein in die Geschichte. Entwickle eine völlig neue Szene zu dieser Geschichte in diesem vergangenen Leben. Also, du kannst immer tiefer gehen. Lass das Objekt nie los. Ob das Objekt nun eine Darbringung ist oder ein vergangenes Leben. Geh einfach immer und immer tiefer. Das sind also die Fragen und es tut mir leid, dass ich nicht alle beantworten konnte, die uns so viel von euch geschickt haben. Aber ich bin dran. Schau dir die Peachtree Morning Show an. Dort beantworten wir 5-mal pro Woche Fragen, die uns die Leute schicken. Fragen aus ihrem Leben. Ich glaube, das ist eine coole Sache fürs Frühstück. Daher trinken wir Kaffee, essen Donuts, sprechen über diese Fragen. Wenn du also noch weitere Fragen hast, schick sie doch einfach an die Peachtree Show. Und nach kommen wir dort dann auch zu deiner Frage. Wir haben noch 20 Minuten, richtig, Tim? Sprechen wir jetzt darüber, wie kann ich meine Chancen verbessern, Leerheit direkt zu sehen in diesem Leben? Welche Dinge kann ich tun, um mich noch besser vorzubereiten? Dazu möchte ich sagen, es ist extrem cool, Leerheit direkt zu sehen. Es ist außerordentlich wundervoll, das Beste, das dir in deinem ganzen Leben passieren kann. Ich kann das sagen, ich habe ein sehr langes Leben hinter mir. Mir sind in meinem Leben sehr, sehr viele glückliche, coole Dinge passiert, wirklich viele. Aber das Coolste überhaupt ist, Leerheit direkt zu sehen. Es gibt nichts Vergleichbares. Stell dir vor, du lebst in einer Welt wie dieser jetzt und der Virus hat sich in dieser Welt überall ausgebreitet. Es ist eine ganz besondere Situation. Im Lam Rim
strengen wir uns an, eine gute Todesmeditation zu entwickeln. Wir arbeiten hart an der Todesmeditation viele Jahre lang, denn die Todesmeditation soll mich aufwecken. Die Todesmeditation soll mein Herz befreien. Sie soll mein Herz, meinen Geist öffnen. Dann tue ich auch, was wichtig ist im Leben. Die allerwichtigsten Dinge. Deswegen ist dieses Virus in unserer Umgebung eine gute Gelegenheit für uns. Als wir vor 2 Monaten das Lam Rim aufgezeichnet haben, ich und Tim und Stanley am College, da hatte das Virus die USA noch nicht erreicht. Aber jetzt führen wir die Liste an. Vielleicht, weil die Amerikaner so stur sind. Sie bleiben nicht daheim. Niemand will eine Maske tragen. Viele sind bereits gestorben. Ich kenne Leute, die gestorben sind. Üblicherweise helfe ich, die Gebete für die Verstorbenen zu sprechen, und aktuell brauche ich dafür den ganzen Tag. Für die Gebete für Verstorbene. Jeden Tag bekomme ich neue E-Mail, dass wieder jemand gestorben ist. Daher können wir sagen, dieses Virus ist ein unglaubliches Lam Rim. Du und ich und Stanley, wir alle, haben einen guten Lam Rim-Kurs gemacht, einen großartigen 2-Monats-Kurs. Viel großartiges Lam Rim, aber gleichzeitig hatte auch die ganze Welt ein großartiges Lam Rim namens Virus, Covid-Virus. Mehr oder weniger die ganze Welt, womöglich zum ersten Mal in Hunderten von Jahren, hat die ganze Welt eine Todesmeditation gemacht. Die ganze Welt hat gedacht und denkt noch immer, ich könnte nächste Woche sterben. Als mein Einkauf heute ankam, musste ich alles einzeln abwaschen. Jeden einzelnen Apfel, jede einzelne Orange. Uns allen ist aktuell der Tod sehr bewusst. Stell dir also vor, du bist in einer Welt wie dieser und jeder hat tief drinnen Angst. Eine schlimme psychische Erkrankung geht um in der Welt. Die Ärzte hatten alle Hände voll zu tun die letzten 2-3 Monate. Aber jetzt bekommen wahrscheinlich überall in der Welt die Psychiater und Psychologen viel zu tun. Denn viele Menschen haben Depressionen, Burnouts. In Amerika gibt es jetzt überall viel Streit in den Familien. Die häusliche Gewalt zwischen Ehepartnern ist auf einem Höchststand aller Zeiten. Die Menschen haben Angst, sie haben genug von der Quarantäne. Ich habe auch genug davon. Tim und ich haben uns unterhalten. Er war 45 Minuten mit dem Auto unterwegs und ich habe gesagt, aber ich war 1 Stunde unterwegs. Das war auf einmal eine ganz große Sache. Veronika und ich im Auto unterwegs. Stell dir also vor, in dieser Situation, wie würde es sich anfühlen, wenn du 1000 andere Planeten sehen könntest? Wie würde es sich anfühlen, diese Planeten zu sehen, wo alle sich Sorgen machen wegen des Virus? Stell dir vor, wie es wäre, wenn du gleichzeitig 1000 andere Welten sehen könntest. Wenn du wüsstest, dass du für jede von der die Lehrerin bist. Das ist so cool. Stell dir vor, du bist der die Lam Rim Lehrerin für deine Stadt. Dann stell dir vor, du bist das für die ganze Welt. Und dann versuch dir vorzustellen, du bist das für Abertausende von Welten, die du direkt sehen kannst. Wie würde sich das anfühlen, frei zu sein von der Begrenzung auf nur eine Welt? Ich genieße wirklich mein Leben in dieser Welt, weil ich ständig reisen kann. Ich war schon in vielen, vielen Ländern. Ich habe in vielen, vielen Ländern sehr liebe Freunde. Ich habe so ein Glück. Und ich habe gelernt, wie köstlich die Geschmäcker jedes einzelnen Landes sind.
Jedes Land ist anders, die Menschen sind anders und spannend und großartig für mich. Ich habe enge Freunde gefunden. Stell dir vor, wie das mit vielen Welten wäre. Nicht nur für ein oder zwei Länder oder 20 oder 100. Stell dir vor, du spielst in vielen Welten, auf vielen Planeten. Stell dir das vor. Das ist meine Werbung für das direkte Sehen der Leerheit. Du kannst dir das nicht vorstellen, wie viel Spaß es macht, gleichzeitig auf 1000 Planeten zu spielen. Und wie viel anders das ist als das Leben in nur einer Welt. Versuch es dir vorzustellen. Du schaffst das. Du kannst dorthin kommen. Wenn du das Lamrim gut studierst, kannst du dahin kommen. Wir werden eine Übersetzerklasse machen. Tim, strahlen wir das vor der Übersetzerklasse aus? Nein, am 19. Mai. Macht nichts. Hör dir die alten Schriften an, nur anhören. Also ist der erste Schritt, sei super gespannt auf die Leerheit. Leerheit ist wie eine Tür, durch die du gehen musst, um all diese Welten zu sehen, sie zu erfahren. Ich habe einmal meinen Lehrer nach Brasilien gefahren. Ich habe ihm die tollen Strände in Rio de Janeiro gezeigt, Ipanema, und er hat gesagt, oh Mann, das ist so cool. Stell dir also vor, du könntest auf abertausende Welten gelangen. Du musst einfach durch diese Tür gehen. Du musst bloß Leerheit direkt sehen. Und hier kommen jetzt ein paar Dinge, die du dafür tun kannst. Und weil wir nur noch 5 Minuten haben, gebe ich sie dir als Liste. Erstens, lerne, lerne, lerne. Danach, lerne, lerne, lerne. Danach, lerne, lerne, lerne. Es gibt 300.000 großartige Werke in dieser Tradition. John Brady rettet sie und jedes von ihnen ist unglaublich. Jedes von ihnen ist der Reisepass zu Tausenden von Welten. Wenn du also diese Werke nicht nutzt, wenn du sie nicht liest und lernst, und die Übersetzergruppe, die Mixed-Nuts-Gruppe, beendet gerade mehrere neue Übersetzungen dieser Werke. Du musst sie dir jeden Tag anschauen, jeden Tag nur ein kleines Stückchen daraus lesen. Das ist das allererste, was du tun musst. Das ist unabdingbar. Zweitens, wenn du das Lamrim beherrschst, dann musst du einen guten Lehrer finden. Du musst eine wahre Tradition finden. Und das Lamrim ist eine wahre Tradition. Das Lamrim ist eine echte Sache. Wenn du es studierst, dann kannst du dieses Ziel erreichen. Es ist alles darin enthalten. Das Lamrim ist vollständig. Also studiere immer wieder das Lamrim, geh auf die Knowledge Base, schau dir die alten Lamrims an, lerne, 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 höre dir alles an, im Auto, beim Frühstück, wann immer du nur ein klein wenig Zeit hast, und lerne. Du musst das tun. Und du brauchst einen Lehrer, der heute lebt. Ein Buch, ein Video reicht nicht. Du brauchst eine Verbindung zu einem lebendigen Menschen. Und bei ACI gibt es viele großartige Lehrer, Lehrerinnen. Es gibt Lehrer, die an deinen Wohnort kommen können, und wir alle unterstützen dich gerne. Drittes, diene anderen. Du musst dich um die Menschen in deiner Umgebung kümmern. Überall gibt es alte Menschen, kranke Menschen, überall gibt es hungernde Menschen, arme Menschen. Mach es zu einem Teil deines Lebens, dich jeden Tag um sie zu kümmern. 1 Stunde lang vielleicht. Mach Fahrdienst für einen alten Menschen. Venerable Ellie studiert bereits seit 30, 40 Jahren das Lamrim. Und sie fährt noch immer alte Leute zum Einkaufen, jede Woche. Sie setzt sich ins Auto, sammelt
arme Leute ein und fährt sie zum Einkaufen. Und sie wartet auf sie, bis sie ihre Einkäufe erledigt haben. Da ist diese Frau, die eine große Organisation leitet. Sie kann überall in der Welt lehren. Sie kann meditieren. Sie kennt all die Schriften. Sie hat geholfen, das Diamantschneider-Sutra zu übersetzen, das wir soeben fertiggestellt haben, aber trotzdem setzt sie sich jede Woche ins Auto und widmet sich ein paar Stunden lang alten Menschen. Und ihr ist wirklich nicht langweilig, sie hat wahrhaftig viel zu tun, aber dennoch dient sie anderen. Wenn du also Leerheit direkt sehen willst, dann erstens studiere, zweitens finde einen guten Lehrer und drittens diene anderen. Du wirst Leerheit nur sehen können, wenn du jeden Tag meditierst. Und um ganz ehrlich zu dir zu sein, auch bei uns ACI-Lehrer, Lehrerinnen, zum Beispiel bei mir, gab es Phasen im Leben, wo ich aufgehört habe. Ich habe eine Weile nicht meditiert, ich war faul, ich hatte viel zu tun. Ich dachte, ich meditiere nächste Woche wieder und so weiter. Alle von uns, die das Lam-Rim studieren, haben Zeiten im Leben, wo wir nicht sehr gut meditieren, wo wir zu viel zu tun haben. Was kannst du dann tun? Besorg dir dieses App, Insight Timer. Klasse, wahrscheinlich kommt der Name von der Vipassana-Gruppe, keine Ahnung. Besorg dir den Insight Timer. Ich benutze meinen ständig. So sieht er aus. Stell ihn auf 10 Minuten, meditiere 10 Minuten. Wenn du bist wie ich und wenn es in deinem Leben Zeiten gegeben hat, wo du aufgehört hast zu meditieren, 3 Tage, 3 Wochen lang, dann musst du wieder aufs Pferd steigen. Du musst wieder neu anfangen. Hol dir den Insight Timer und stell ihn auf 10 Minuten. Und meditiere erstmal 10 Minuten lang. Jeden Sonntag erhöhst du um 1 Minute. Mach nicht gleich am ersten Tag 1 Stunde. Das wird nicht funktionieren. Wenn du noch nie meditiert hast oder eine Weile lang nicht mehr meditiert hast, weil du zu viel zu tun hattest, dann fang wieder an, fang wieder ganz am Anfang an mit 10 oder 15 Minuten und dann erhöhe einmal pro Woche um 1 Minute. Ziemlich schnell wirst du bei 1 Stunde angelangt sein. Innerhalb von 9, 10 Monaten wirst du bei 1 Stunde pro Tag angelangt sein. Und ganz ehrlich, du kannst Leerheit nicht direkt sehen, wenn du nicht täglich 1 Stunde lang meditierst. Wenn du nicht täglich 1 Stunde in tiefer Meditation bist, denke ich, wirst du Leerheit nicht direkt sehen können. Das wird nicht passieren. Das ist also die andere Sache, die du tun musst. Du musst dich mindestens 1 Stunde täglich aufs Kissen setzen. Fang nicht mit 1 Stunde pro Tag an, sonst gibst du nach 3 Tagen auf. Nimm dir 10 Minuten vor und fang damit an. Jede Woche 1 Minute mehr. Und so wirst du es definitiv schaffen, 1 Stunde lang zu meditieren. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Dinge sagen. Ernähre dich gut. Iss keinen Mist, lerne dich gut zu ernähren, mach Yoga oder lerne Yoga, wenn du kannst. Ich kann Yoga nicht ausstehen, ich mag keinen Sport, aber es hält mich am Leben. Es hält mich seit 67 Jahren gesund, also zumindest die letzten 20. Also mach jeden Tag etwas Sport, geh raus ins Freie, mach Spaziergänge. Kümmere dich um deinen Körper, denn ohne Körper kannst du Leerheit nicht direkt sehen. Das sind also meine Vorschläge. Nummer 1, lerne. Danach lerne jeden Tag, studiere jeden Tag ein wenig. Auf der Knowledge Base gibt es 5000 Unterweisungen. Sag mir also nicht, du würdest nichts zum Studieren haben. Und sie sind kostenlos und verfügbar in vielen Sprachen. Unter theknowledgebase.com finde einen guten Lehrer, baue eine Beziehung zu ihm, ihr auf,
Kümmere dich um andere Menschen, diene anderen. Alte, kranke, arme Menschen. Tue jede Woche etwas, um anderen zu dienen. Du musst regelmäßig meditieren und du musst dich gut um deinen Körper kümmern. Dein Körper ist wie ein Mietwagen. Bei der Geburt ist es genauso wie am Flughafen, wenn du ein Auto mietest. Und mit diesem Auto musst du dann den Rest deines Lebens auskommen. Wenn es kaputt geht, kannst du Leerheit nicht direkt sehen. Unmöglich. Also musst du dich gut um deinen Körper kümmern. Ernähre dich vernünftig, schlaf genug, schau manchmal Netflix, aber nicht zu oft. Setz dir ein Zeitlimit und dann schalt aus. Es ist wichtig, dass du dich auch entspannst. Es ist wichtig, dass du dich ausruhst. Ich selbst arbeite hart bis 21 Uhr und dann sage ich zu mir, okay, Gesche Michael, jetzt darfst du Fernsehen. Und dann schaue ich mir was auf Netflix an. Arbeite hart und dann ruhe dich aus. Nimm dir eine Auszeit, wenn du eine brauchst. Und bete zu den Lehrern im Lamrim. Nimm dir Zeit für ein Gebet und bitte sie um Hilfe. So entstand auch das große Lamrim von Tsongkhapa. Er betete und bat die Lamrim-Lehrer der Vergangenheit um Hilfe. Und sie kamen zu ihm und halfen ihm, Leerheit direkt zu sehen. Das sind meine Ratschläge. Ich freue mich darauf, dich beim nächsten Online-Lamrim wiederzusehen. Ursprünglich sollte das im Juli in Mexiko stattfinden. Aber wir können nicht reisen. Deshalb werden wir es wieder online machen. Wir werden dich informieren. Und ich möchte mich nochmal bedanken bei den vielen Menschen überall in der Welt, die so hart gearbeitet haben, um dieses Lamrim für alle verfügbar zu machen. Alle Übersetzer, Übersetzerinnen, alle Unterstützer, Unterstützerinnen der Online-Programme und Prozesse. Es ist überwältigend, wie viele Menschen geholfen haben. Und nochmal ein ganz besonderer Dank an Tim Lowenhaupt für sein großes Engagement bei der Realisierung. Danke und wir sehen uns beim nächsten Lamrim.